Hi und herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr dieses süße Osterhuhn hier ganz einfach und ohne Schnittmuster nähen könnt. Falls euch mein Video gefallen sollte, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren, dann das kleine Glöckchen aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Genau. Weitere Videos und Nähanleitungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß bei diesem Video. Ja, für das Projekt benötigt ihr Stoffreste, und zwar haben meine Quadrate hier die Maße 12 x 12 cm. Ihr könnt das aber auch gerne größer oder kleiner machen. Genau. Dann benötigt ihr noch etwas Filz. Ich habe mir hier für meine Hühner 2 Kämme ausgeschnitten und 2 Schnäbel in Form eines Dreiecks. Dann braucht ihr noch Kordel für die Beine und einen Textilmarker, um zum Beispiel Augen aufzumalen. Und zu guter Letzt dann noch Füllmaterial. Hier könnt ihr ganz normale Füllwatte nehmen. Ich habe keine da, deswegen fülle ich meinen Huhn mit Stoffresten. Das ist auch möglich. Ja, zunächst einmal fixiere ich mir den Kamm und den Schnabel. Und zwar nähe ich hier innerhalb der Nahtzugabe mit einem Gradstich drüber, damit es später nicht verrutscht. Die beiden Teile sind nun fixiert. Jetzt nehmen wir uns das andere Stoffteil und legen dieses rechts auf rechts auf. An den Seiten, wo der Schnabel und der Kamm ist, nähen wir komplett zusammen. Auf der gegenüberliegenden Seite vom Schnabel nähen wir auch zusammen, lassen unten aber eine ausreichend große Wendeöffnung. Und auf der gegenüberliegenden Seite vom Kamm nähen wir nicht zusammen, das bleibt erstmal offen. So, jetzt mache ich Folgendes, und zwar überall dort, wo ich genäht habe, schneide ich die Nahtzugabe etwas zurück. Das mache ich hier mit meiner Zickzackschere, dann ist es gleich etwas versäubert. Außer an der Wendeöffnung, da lasst ihr die Nahtzugabe bitte stehen. So, und dann haben wir ja noch eine offene Seite, und zwar legen wir diese auch rechts auf rechts aufeinander und achten dabei, dass hier schön Naht auf Naht trifft. Dann nehmen wir die Kordel. Meine Kordeln haben hier zum Beispiel eine Länge von 16 cm und genau, befestigen die links und rechts von der Naht. Wenn dann alles fixiert ist, näht ihr hier auch mit einem Gradstich entlang. So, auch hier mache ich das gleiche wie vorhin und nehme mir die Zickzackschere und schneide die Nahtzugabe etwas zurück. Und dann haben wir ja noch die offene Wendeöffnung und hierdurch wird jetzt das Huhn gewendet. So, die Ecken habe ich mir dann noch mit einem Kantenformer ausgeformt und jetzt kann das Huhn befüllt werden. Wie gesagt, ich nehme hier einfach Stoffreste. Ihr könnt hierfür aber auch gerne Füllwatte oder sonst irgendwas verwenden. So, dann haben wir ja hier unten noch die offene Wendeöffnung, und zwar gehe ich hier einfach knappkantig mit meiner Nähmaschine rüber. Da das unten ist, stört das nicht. Und genau, dann male ich mir hier noch mit meinem Textilmarker Augen rein und dann ist das Huhn auch schon fertig. So, das ist dann das fertige Ergebnis. Das ging noch ganz schnell, oder? Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da oder einen netten Kommentar. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann bis zum nächsten Video. Eure Stoffmieze.